Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video und wie gestern schon im letzten Video angekündigt, geht es heute um Hazard Zone und zwar wurde der offizielle Trailer gedroppt. Wir haben jede Menge Infos dazu bekommen, um was es jetzt letzten Endes geht. Was müsst ihr in diesem Modus machen, was müsst ihr erreichen, könnt ihr euch upgraden, etc, all das erfahrt ihr im heutigen Video, also bleibt gerne mit am Start. Also beginnen wollen wir mal, was suchen wir überhaupt in diesem Hazard-Modus oder beziehungsweise was ist das Ziel? Und zwar in der Battlefield 2042 Lore beziehungsweise Story haben wir schon gelernt, bei der Gelegenheit alle Folgen beziehungsweise die Folgen, die schon aufgenommen sind, findet ihr auch in der entsprechenden Playlist, verlinke ich euch an der Stelle. Darin haben wir aber schon festgestellt, dass 70% der erdnahen Satelliten aufgrund eines EMP-Schocks oder dergleichen aus der Atmosphäre gefallen sind. Das heißt Kommunikation, Navigation, Überwachung, etc. ist alles sehr, sehr stark eingeschränkt und jetzt versuchen natürlich insbesondere USA und Russland, also die beiden verfeindeten Fraktionen, trotzdem etwas Klarheit in deren Struktur und einen Einblick in den Gegner zu bekommen und dafür schicken sie eben auch wieder in Kapseln versehene Satelliten durch die Gegend, die haben strahlungsresistente Datenlaufwerke drin, ja, und genau diese Kapseln kommen irgendwann zur Erde zurück, beziehungsweise werden kontrolliert eben zum Absturz gebracht und kommen so wieder auf die Erde und genau diese Dinge wollen die No-Pads beziehungsweise euer Squad an sich reißen und da eben diese Datenlaufwerke sichern beziehungsweise einsacken, weil das kann man nämlich sehr gut auf dem Schwarzmarkt gegen lebenswichtige Vorräte ganz einfach eintauschen beziehungsweise im Game Mode, dazu kommen wir später noch zu sprechen, ist es eben erforderlich, dass du Ausrüstung und so weiter aufkaufst beziehungsweise zur Verfügung stellst und genau dafür könnt ihr dann diese erbeuteten Coins auch einsetzen. Und damit startet das Ganze natürlich, beziehungsweise bevor ihr überhaupt in die Hazard Zone gedroppt wird, kommt ihr erstmal in ein Missionsgebiet Briefing, in dem ihr erstmal auswählen könnt, welche Spezialisten nehmt ihr überhaupt mit welchen Ausrüstungsobjekten. Da muss man einfach, also wird einfach gesagt, muss sehr stark darauf geachtet werden, dass die sich gegenseitig eben ergänzen und ihr habt zusätzlich noch Schwarzmarkt-Credits, die ihr natürlich wieder fortlaufend, ja, euch verdienen könnt in den verschiedenen Missionen, die sogenannten SMCs, die könnt ihr eben in der Hazard Zone sammeln und eure Lieblingswaffen bzw. Ausrüstungsobjekte dann dafür bekommen. Und darin beinhaltet sind ganz traditionelle Sachen wie eben MPs, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre oder auch vieles mehr. Man kann auch Wurfobjekte und Ausrüstung kaufen, wie zum Beispiel Sanitäts- und Munitionskisten, ganz normale Rauchgranaten bzw. irgendwelche Dinge wie Schilde und sonstiges, die in Feuergefechten eben Deckung gewähren. Auch den M5 kann man wieder mitnehmen, den wir schon aus der Beta kennen und ganz wichtig, auch taktische Upgrades kaufen, die einem ja die Überlebenschancen nochmal deutlich steigern. Und dazu gibt es laut DICE 5 taktische Upgrades und einige davon schauen wir uns an der Stelle einmal an und zwar zusätzliches Wurfobjekt, ein zusätzliches Exemplar eures gewählten Wurfgadgets. Insider-Informationen zeigt die Landeposition abgestürzter Kapseln 30 Sekunden vor ihrer Ankunft an. Ausrüstungsversicherung, erhalte im Falle eures Todes 25% der Kosten eurer Upgrades und Ausrüstungen zurück. Das ist nämlich ganz interessant. Also wenn ihr sterbt, verliert ihr auch Ausrüstung. Verhandelte Beute, 50% Schwarzmarkt-Credits für die Neutralisierung feindlicher Streitkräfte. Schnellziehholster wechselt Waffen 15% schneller. Und die übrigen Upgrades dazu haben wir bis dato noch keine Info. Die dürfen wir dann in der Hazard Zone auch selber entdecken. Also, wir werden irgendwo vorbereitet, gebrieft, wählen unsere Spezialisten aus und dann dürfen wir uns auch schon ins Gefecht stürzen. Weiter geht's dann, wenn wir eben gelandet sind. Da haben wir nämlich einen Scanner dabei. Also, wir haben ja davor schon im Gebiet uns grob orientieren können, wo müssen wir hin, wo werden am meisten Kapseln voraussichtlich sein, aber dann auch immer die Gefahr, da ist auch am meisten Feindkontakt. Das Ganze können wir jetzt eben noch mit einem Scanner verstärkt deutlicher machen, beziehungsweise dann auch das richtige Gebiet identifizieren. Nur, man muss aufpassen, der Hinweis kommt hier, es gibt natürlich feindliche Squads, also PvP-Squads und es gibt aber auch KI-Soldaten, die diese Datenlaufwerke beschützen und man darf sich da auf jeden Fall auf heftige Kämpfe einstellen. Und jetzt bekommt natürlich das Thema KI-Soldaten in Battlefield 2042 nochmal eine ganz andere Dimension, die ja einerseits zum Auffüllen von Servern gedacht war, aber ich denke, jetzt ist ziemlich klar,
klar, dass die hauptsächlich dafür gedacht war, um diesen Hazard Zone Modus zu bestücken, weil ich denke, für das Auffüllen von regulären Multiplayer-Erlebnissen brauchen wir die da wirklich nicht. Nächste Stufe ist dann das Sichern der genannten Objekte. Während wir uns hier über die Karte bewegen, stürzen natürlich weiter Satelliten ab. Das heißt, wir haben immer die Chance, nochmal mehr von diesen Laufwerken und damit Credits einzusammeln, aber das muss man dann natürlich immer selber entscheiden, ob man das zusätzliche Risiko dazu nochmal eingeht. Ganz grundsätzlich gibt es aber nochmal Hilfsmittel, die einen auf der Karte unterstützen sollen. Also das, was wir vielleicht im Multiplayer vermisst haben an der einen oder anderen Stelle, nämlich Munitionsstationen. Wenn wir nicht zusätzliche Kisten oder nicht genug Kisten dabei haben, können wir haben. Es gibt Uplinks, das sind sammelbare Laptops, die zufällig spawnen und die können mächtige Fähigkeit verleihen, um das Blatt nochmal zu wenden. Details dazu folgen auch nochmal. Jeder Uplink ist auf jeden Fall mit einer bestimmten Anforderung kodiert und da können wir dann aus 3 Typen wählen, beziehungsweise 3 Dinge gibt es, die wir anfordern können. Und das ist der gute Ranger, den wir auch aus der Beta schon kennen. Es gibt einen Fahrzeug-Uplink für einen Recon für unseren Trupp und einmal einen Wiedereinstiegs-Uplink und der ermöglicht es nämlich einem vielleicht schon gestorbenen Truppmitglied den Wiedereinstieg ins Spiel. Das erinnert ein bisschen an Apex Legends. Wisst schon, euer Mate ist gestorben, ihr könnt die Karte einsammeln, lauft zum nächsten Wiederholpunkt und dann kann der Mate auch wieder spawnen. So, und jetzt kommen wir, wie sichern wir jetzt die ganzen gesammelten Laufwerke, beziehungsweise den ganzen gesammelten Loot. Das heißt, wir müssen aus der Hazard Zone auch wieder irgendwie raus. Und dazu öffnet sich ganz kurz vor Ankunft nochmal das Extraktionsfenster und nachdem wir die Position daraus bestimmt haben, muss man sich ziemlich beeilen, dass man den Punkt auch rechtzeitig und in time erreicht. Der Bereich wird dann auch mit grünem Rauch markiert und wir müssen uns nochmal gegen etliche Besatzungstruppen und rivalisierende Einsatzkommandos verteidigen, aber den Kampf muss man nur so lange durchstehen, bis der Helikopter uns eben abgeholt hat oder euer Squad abgeholt hat. Sollte es irgendein Truppenmitglied nicht schaffen, dann muss es auf das nächste Zeitfenster zur Extraktion ganz einfach warten und so lange allein überleben. Wenn man dann die erste Extraktion durch hat, dann kommen nochmal mehr die Wettereffekte, die wir im Battlefield 2042 zu erwarten haben, zum Tragen. Das heißt, der Sturm fegt über die Karte und wir haben nur noch einen letzten Versuch. Während dieser letzten Belagerungsphase hat man nochmal explizit die Chance, auch von rivalisierenden Trupps nochmal deren Laufwerke abzugreifen, weil die sind nämlich dann für uns sichtbar. Man darf natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass wir für die Gegner natürlich auch sichtbar sind. Also man hat die Wahl, jagt man die verbleibenden Trupps, um noch mehr Datenlaufwerke zu erhalten, oder konzentriert man sich ganz einfach darauf, selbst zu entkommen. Ganz zum Schluss, wenn sich der Sturm seinem Höhepunkt nähert, öffnet sich dann ein letztes Extraktionsfenster und um das müssen dann alle Trupps kämpfen. Also wir sind da schon noch mal ein bisschen mehr im Bereich oder so, wie man ein klassisches Ende von Battle Royale eben kennt, und da müssen alle Trupps dann noch mal gegeneinander sammeln und ein Squad wird dann die Hazard Zone siegreich verlassen, weil die zurückgebliebenen Teams verlieren natürlich die Runde und auch die komplett gesammelten Datenlaufwerke. So, und wenn man das jetzt geschafft hat, dann geht es natürlich darum, was hat man jetzt davon? Also, man bekommt SMC-Punkte, also für den Schwarzmarkt, wo ihr dann wieder Waffen etc. kaufen könnt, für das Extrahieren von Datenlaufwerken, aber auch für truppbasierte Aktionen, Heilen, Kills etc. den einen oder anderen Bonus, und je mehr Datenlaufwerke man extrahiert hat, desto höher fällt auch die Belohnung für den kompletten Trupp aus. Was ganz interessant ist, die erbeuteten EP, die man zusätzlich aus der Hazard Zone bekommt, kann man auch für den jeweiligen Battle Pass erreichen. Also über alle Modi könnt ihr auch in diesem Modi Battle Pass Punkte grinden. Und abschließend noch der Hinweis, wenn ihr mit einem bestimmten Spezialisten spielt, dann bekommt ihr wie so eine Art Serienbelohnung. Das heißt, eine Serien- oder Evakuierungsserienmarkierung, und im Laufe dieser Zeit, also umso mehr Serien ihr da hinlegt, könnt ihr Preisnachlässe und so weiter für Waffen etc. eben erhalten, und das geht dann wahrscheinlich mehr in Richtung Hand-Showdown. Da bin ich zwar jetzt nicht der allerletzte Experte in diesem Spiel, aber da ist es ja auch so, dass ihr eure Helden leveln könnt, und wenn die halt leider einmal dann umgekommen sind, dann war es das auch mit diesem Helden, aber man kann hier auf jeden Fall ordentlich was bewegen, und auf der anderen Seite ist man auch nicht komplett down
wenn man mal seinen Helden verliert. Und damit würde ich sagen, seid ihr jetzt mal auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, was den Hazard Zone Modus in Battlefield 2042 betrifft. Könnt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen. Was haltet ihr davon? Hört sich das für euch gut an? Könnte das eine geile Kombination aus Battle Royale und einem Extraction Modus à la Escape from Tarkov sein? Habt ihr da Bock drauf? Seht ihr da die Stärken von Battlefield 2042 und werdet ihr es spielen? Packt mir das sehr gerne einfach rein und ich würde sagen, ich bin für heute einmal raus und wir sehen uns aber ganz sicher zum nächsten Livestream bzw. zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.